Hallo liebe Häkelfreunde, heute darf ich euch meinen wunderbaren Ehemann Michael vorstellen, der normalerweise hinter der Kamera steht und sich von mir überreden ließ, euch diese coole Herrenweste zu präsentieren. Der interessante Farbverlauf kombiniert mit dem klassischen Schnitt macht die Weste zu einem tollen Kombipartner für den modernen, modemutigen Mann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Für diese Herrenweste nehme ich die Gomitolo Bene von Lana Grossa. So ein Knäuel hat 200 Gramm und 700 Meter Lauflänge und das ist die Farbe Nummer 754 und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 5. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Häkle zunächst 2 Luftmaschen, drehe mir die erste Luftmasche ein bisschen um, sodass ich hier durch beide Fäden durchstechen kann, hole mir den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. Steche wieder in den Querfaden ein, hole den Faden durch, masche nur eine Schlaufe ab und die restlichen beiden dann zusammen und immer in den Querfaden wieder einstechen, den Faden durchholen, zunächst praktisch die Luftmasche häkeln und dann die feste Masche, in den Querfaden einstehen, den Faden durchholen, zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Auf diese Weise erhalten wir einen elastischen Anschlag. Ich habe jetzt 4 solche festen Maschen gehäkelt. Wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 3 teilbar ist, plus eine extra Masche und ich häkle die Jacke in der Größe 48,50. Und für diese Größe mache ich ca. 58 cm und die anderen Größen schreibe ich euch unten hin. Und wenn ich meine Länge der Kette erreicht habe, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Meine Kette ist jetzt ca. 58 cm lang. Ich messe das immer so. Ich mache einmal, ziehe ich mal kurz an der Kette, dann lege ich sie flach auf den Tisch und ungedehnt messen. Das ist wichtig. So wie sie jetzt hier liegt, hat sie ca. 58 cm und wie gesagt, die anderen Größen schreibe ich euch unten hin. Bei mir sind das jetzt 76 feste Maschen, 75 ist durch 3 teilbar, plus eine extra Masche, damit sich das Muster ausgeht. Und jetzt kippen wir das Ganze und hier oben sind die schönen Maschen jetzt und die werden behäkelt. Und wir beginnen mit 3 Luftmaschen. Die zählen bereits als erstes Stäbchen, somit ist diese erste Masche besetzt und wir häkeln weitere 75 Stäbchen, in jede Masche ein Stäbchen, sodass wir insgesamt mit dem Ersatzstäbchen dann
76 Stäbchen haben, beziehungsweise wieder eine Maschenzahl, die durch 3 teilbar ist, plus ein Stäbchen extra. Die Zahl kann bei euch natürlich anders sein. Und ich häkle lauter Stäbchen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe lauter Stäbchen gehäkelt. Hier würde ich noch einmal nachzählen. Es muss eine Zahl sein, die durch 3 teilbar ist, plus ein extra Stäbchen. Und dann wenden wir die Arbeit. Und die nächste Reihe beginnt mit einer Luftmasche und gleich in den allerersten Maschenkopf eine feste Masche. Und dann häkeln wir in dieselbe Masche, wo wir die feste Masche hineingemacht haben, 2 Stäbchen. 1, 2. Dann lassen wir 2 Maschenköpfe aus und häkeln in die dritte Masche, die kommt, eine feste Masche und wieder in dieselbe Masche, wo die feste Masche schon drin ist, 2 Stäbchen. Wir lassen 2 aus, häkeln in eine Masche, eine feste Masche und 2 Stäbchen, alles in dieselbe Masche. 2 auslassen, eine feste Masche häkeln und in die gleiche Masche, wo die feste Masche schon drin ist, noch 2 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Das sieht so aus. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende bleiben 2 normale Stäbchen und ein Ersatzstäbchen übrig. Diese beiden überspringen wir, die normalen Stäbchen, und häkeln eine feste Masche in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Unbedingt in die dritte Luftmasche, sonst verliert ihr am Rand an Höhe. Und wir wenden die Arbeit wieder und beginnen wieder mit 3 Luftmaschen. Die zählen wieder als ein Stäbchen und häkeln in jede Masche, die wir sehen, egal ob es ein Stäbchen ist oder eine feste Masche, in jede Masche ein Stäbchen. Und wir müssen wieder auf dieselbe Anzahl Stäbchen kommen wie hier unten in der ersten Reihe. Also einfach wieder lauter Stäbchen häkeln und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen und hier ist es ganz wichtig, auch in die allerletzte feste Masche muss noch ein Stäbchen hinein, damit die Anzahl immer gleich bleibt. Also die Anzahl muss gleich sein wie hier unten. Und auch in den folgenden Reihen darf sich die Zahl nicht verändern. Ich zeige euch die beiden Reihen noch einmal. Die erste Reihe, also die mit diesen kleinen Wellen hier, beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche gleich in den ersten Maschenkopf. Und dann häkeln wir dieselbe Masche noch 2 Stäbchen. Dann lassen wir immer 2 aus und in die dritte Masche, die kommt wieder eine feste Masche sowie
2 Stäbchen, alles in eine Masche. 2 auslassen, eine feste Masche und 2 Stäbchen. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen und hier müssen immer 3 Stäbchen übrig bleiben, 2 normale und ein Ersatzstäbchen. Die beiden normalen Stäbchen überspringen wir noch und häkeln in die dritte Luftmasche, von unten gezählt, noch eine feste Masche. Und es ist ganz wichtig, dass es wirklich die dritte Luftmasche ist, sonst zieht sich der Rand mit der Zeit zusammen, weil ihr an Höhe verliert. Und dann wenden wir wieder. Und die nächste Reihe ist die Stäbchenreihe, die beginnt mit 3 Luftmaschen und hier ist die erste Masche bereits besetzt und wir häkeln auf jede Masche, die kommt, ein Stäbchen drauf, egal ob es Stäbchen sind oder ob es eine feste Masche ist, alle Maschen behäkeln. Und wie gesagt, die Anzahl der Maschen muss immer gleich sein wie die hier unten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder beinahe fertig mit der Reihe. Und hier ganz wichtig, nicht vergessen, hier in diese letzte feste Masche noch ein Stäbchen zu häkeln. Und das sind schon die beiden Musterreihen. Wir befinden uns im Moment auf der schönen Seite. Das seht ihr daran, erstens, dass der Faden links hängt und zweitens treten hier auf dieser Seite die Wellen ein bisschen hervor und auf der Rückseite sind sie eher tiefer liegend. Und jetzt wiederholen wir diese beiden Reihen, bis wir eine Höhe von ca. 40 cm haben. Das ist für alle Größen gleich und wir enden mit einer Reihe Wellen, also mit einer Rückreihe. Und dann machen wir gemeinsam die Armlöcher und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe das Rückenteil ca. 40 cm hoch gehäkelt und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und jetzt messe ich ungefähr 5 cm ab am Rand und zähle die Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maschen sind das bei mir. Bei euch könnte das auch anders sein. Und wir machen das jetzt so. Wir lassen 7 Maschen oder beziehungsweise ihr lasst eure Anzahl unbehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und in der 8. Masche bei mir schlinge ich neu an. Hole den Faden durch, also ich steche in die Masche ein, hole den Faden durch, verknote den Faden, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und häkle jetzt lauter Stäbchen bis zum anderen Ende und da lassen wir die letzten 7 Maschen unbehäkelt und ab jetzt machen wir das Muster ein bisschen anders. Das zeige ich euch gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück. Ich bin am anderen Ende angekommen und hier lasse ich 7 Maschen unbehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei euch könnte es eine Masche mehr oder weniger sein. Wichtig ist, dass auf beiden Seiten gleich viele Maschen unbehäkelt bleiben. Und jetzt mache ich die Passe etwas anders, und zwar mache ich jetzt bei der Rückreihe lauter feste Maschen. Ich habe mit einer Luftmasche begonnen und häkle alle Maschen als feste Maschen ab, und ihr könnt kontrollieren, also bei mir müssten es jetzt 14 Maschen weniger sein als vor dem Armloch. Bei euch kann die Zahl natürlich etwas anders sein. Ich häkle auf jeden Fall lauter feste Maschen bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe lauter feste Maschen gemacht und habe jetzt 14 Maschen weniger als vorhin. Bei euch kann die Zahl anders sein. Ich hatte vorher 76 Maschen und jetzt habe ich noch 62 und ich wende die Arbeit wieder und jetzt häkeln wir diese beiden Reihen abwechselnd, einmal eine Reihe Stäbchen, einmal eine Reihe feste Maschen. Ich zeige euch die beiden Reihen noch einmal. Die Stäbchenreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und hier ist die erste Masche damit besetzt und wir häkeln unsere Anzahl Stäbchen und schaut, dass die Anzahl jetzt wieder immer unverändert bleibt. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt und wie gesagt, schaut, dass die Maschenzahl unverändert bleibt. Und bei den festen Maschen mache ich es immer so, da häkle ich zuerst eine Luftmasche und häkle die erste feste Masche gleich in den ersten Maschenkopf. Und wie gesagt, diese beiden Reihen wiederholen wir jetzt. Für die Größe 48,50 mache ich 28 cm von hier gemessen, vom Armloch hinauf gemessen, und die anderen Größen schreibe ich euch unten hin, und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe mein Maß erreicht und habe mit einer Reihe fester Maschen geendet, also mit einer Rückreihe. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche. Schneide den Faden nicht zu kurz ab, ich lasse 2 bis 3 Meter Faden dran, den können wir später für die Schulternaht wieder verwenden. Dann den Faden durchziehen und festziehen und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Vorderteile machen. Bis gleich. Willkommen zurück. Für das erste Vorderteil starte ich wieder mit einer Anfangsschlinge und häkle wieder im elastischen Anschlag feste Maschen, und zwar brauche ich für die Größe 48,50 ca. 28 cm. Die anderen Größen schreibe ich euch unten hin und wir brauchen wieder eine Maschenzahl, die durch 3 teilbar ist, plus eine extra Masche. Bei mir sind das 37 feste Maschen
Und wenn ihr euer Maß bzw. die richtige Zahl erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe ca. 28 cm feste Maschen angeschlagen. Ich mache immer einmal so und dann ungedehnt messen. Das ist wichtig. Und dann kippen wir das Ganze wieder und beginnen wieder mit den beiden Musterreihen. Die erste Reihe besteht wieder aus Stäbchen. Bei mir sind es 37. Die Zahl kann bei euch auch anders sein. Und ich häkle meine Stäbchenreihe und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe meine Stäbchenreihe gehäkelt, wende die Arbeit und zeige euch noch einmal die zweite Musterreihe. Wir beginnen mit einer Luftmasche und einer festen Masche gleich in den ersten Maschenkopf und dann kommen 2 Stäbchen in dieselbe Masche, 2 auslassen, eine feste Masche und da wo die feste Masche schon drin ist, noch 2 Stäbchen, 2 auslassen, eine feste Masche und 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Und das mache ich die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit 3 fertig und häkle noch die letzte feste Masche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe. Und jetzt häkeln wir wieder 40 cm hoch, also bis zum Armloch, ganz genau gleich wie beim Rückenteil, also immer die beiden Musterreihen wiederholen bis zu einer Höhe von 40 cm und schaut, dass ihr genau gleich viele Reihen häkelt wie beim Rückenteil. Das ist sehr wichtig. Messen allein ist zu wenig genau, also bitte die Reihen zählen und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe das erste Vorderteil 40 cm hoch gehäkelt, die Reihen gezählt, dass es gleich viele sind wie beim Rückenteil bis zum Armloch und wir machen jetzt zuerst das im Tragen linke Vorderteil. Das bedeutet, wir häkeln noch eine Luftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Und ich zähle für das Armloch gleich viele Maschen ab wie beim Rückenteil, die ich dann unbehäkelt lasse. Bei mir waren es 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und in die 8. Masche steche ich ein, hole den Faden durch, verknote ihn, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und häkle lauter Stäbchen bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beendet und ihr könnt das kontrollieren. Bei mir sind es jetzt 7 Stäbchen weniger als hier unten. Und wir wenden die Arbeit wieder, beginnen mit einer Luftmasche und häkeln alle Stäbchen ab und zwar mit lauter festen Maschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück, ich bin beinahe mit 3 fertig. Ganz wichtig auch das allerletzte Stäbchen, also das Ersatzstäbchen, nicht vergessen. Auch hier kommt noch eine feste Masche hinein. Wir haben also gleich viele feste Maschen wie hier Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit wieder, beginnen wieder mit 3 Luftmaschen. Die zählen als ein Stäbchen und häkeln lauter Stäbchen bis zum Ende der Reihe und da lassen wir die letzte feste Masche unbehäkelt und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich lasse die letzte feste Masche unbehäkelt, habe jetzt also ein Stäbchen weniger als hier unten. Und ich wende die Arbeit und in dieser Reihe mit den festen Maschen bleibt die Maschenzahl unverändert. Ich starte gleich auf dem ersten Stäbchen und häkle gleich viele feste Maschen, wie ich Stäbchen habe. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ganz wichtig, am Ende der Reihe das Ersatzstäbchen hier nicht vergessen. Auch hier muss eine feste Masche hinein und wie gesagt, die Anzahl ist gleich wie hier unten bei den Stäbchen. Und wir wenden wieder, beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und in dieser Reihe wird wieder abgenommen und zwar am Ende der Reihe eine feste Masche unbehäkelt lassen und da sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich lasse wieder den letzten Maschenkopf, also die letzte feste Masche unbehäkelt, habe also eine Masche dann abgenommen, immer in der Stäbchenreihe eine Masche abnehmen und in der Reihe mit den festen Maschen nicht abnehmen, sondern alle Stäbchen behäkeln und diese beiden Reihen wiederholen wir, bis wir ab Armloch genau gleich viele Reihen haben wie beim Rückenteil. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin so weit gekommen, dass ich gleich viele Reihen habe wie beim Rückenteil. Häkle jetzt noch eine Luftmasche, lasse auch hier ein Stück Faden dran für die Schulternaht später. Ziehe den Faden durch. Und ziehe ihn fest. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt brauchen wir ein gegengleiches Vorderteil, aber bis zum Armloch sind die Vorderteile genau gleich. Das heißt, wir häkeln jetzt ein zweites Vorderteil bis zum Armloch, ganz genau gleich wie dieses. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe das zweite Vorderteil wieder 40 cm hoch gehäkelt, gleich viele Reihen wie bei den anderen Teilen bis zum Armloch. Und diesmal brauchen wir das Armloch auf der anderen Seite. Das bedeutet, wir beginnen mit 3 Luftmaschen, häkeln lauter Stäbchen bis zur anderen Seite und da lassen wir gleich viele Stäbchen oder gleich viele Maschen unbehäkelt, wie wir es bei den anderen Armlöchern auch gemacht haben. Bei mir waren es 7 Maschen und die lasse ich unbehäkelt. Und auf der anderen Seite sehen wir uns gleich wieder.
Willkommen zurück. Ich lasse die letzten 7 Maschenköpfe unbehäkelt, wende die Arbeit, beginne mit einer Luftmasche und häkle lauter feste Maschen bis zum Ende der Reihe, und zwar behäkle ich alle Stäbchen der Vorreihe, auch das allerletzte, und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Stäbchen mit festen Maschen behäkelt, auch das allerletzte hier, und wir wenden wieder. Und auch hier machen wir die Abnahmen immer in der Stäbchenreihe, nur diesmal auf der anderen Seite. Und hier machen wir es so: Wir häkeln eine lockere Kettmasche in die zweite Masche. Hier ist die erste Masche, hier die zweite, eine lockere Kettmasche, und starten hier mit den Stäbchen und haben dann ein Stäbchen weniger als vorhin. Und ich häkle die Reihe zu Ende, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die restlichen Stäbchen abgehäkelt, eins weniger als in der Vorreihe, und ich wende wieder, beginne mit einer Luftmasche und häkle lauter feste Maschen, auf jedes Stäbchen eine feste Masche. In dieser Reihe gibt es keine Abnahme, und wir sehen uns am Ende der Reihe nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe alle Stäbchen mit festen Maschen behäkelt, habe also hier dieselbe Anzahl wie in der Stäbchenreihe, und ich wende die Arbeit wieder und ich zeige euch noch einmal die Abnahme. Wir machen in den zweiten Maschenkopf eine lockere Kettmasche, häkeln 3 Luftmaschen, das ist unser erstes Stäbchen, und häkeln wieder alle Stäbchen, die noch vorhanden sind, ab. Und diese beiden Reihen wiederholen wir wieder, bis das zweite Vorderteil gleich viele Reihen hat wie das erste Vorderteil. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe das zweite Vorderteil ebenfalls hochgehäkelt, häkle noch eine Luftmasche. Hier könnt ihr den Faden ganz normal abschneiden, zuziehen, und das Ganze sieht so aus. Unser zweites Vorderteil ist damit fertig, und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Schulternähte machen. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Vorderteile so auf das Rückenteil gelegt, dass immer die schöne Seite innen ist, und ich beginne hier mit der Schulternaht. Und zwar können wir den Faden verwenden, den wir dran gelassen haben. Hier stechen wir möglichst ganz am Rand ein, durch beide Teile durch, holen den Faden durch, häkeln zuerst eine Luftmasche und dann eine feste Masche und häkeln die beiden Teile Masche für Masche zusammen mit festen Maschen, und achtet darauf, dass die Naht schön flach wird, nicht zu klitzekleine feste Maschen häkeln, damit die Naht dehnbar bleibt. Also immer den Faden ein bisschen heraufziehen und dann erst abmaschen.
und ich häkle die Naht zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, auch hier bis ganz an den Rand des Vorderteils häkeln, dann noch eine Luftmasche, den Faden durchziehen und festziehen und das zweite Vorderteil machen wir so. Wir drehen uns das Ganze um und beginnen wieder von außen nach innen, das ist wichtig. Und auch hier können wir wieder den Faden verwenden, den wir dran gelassen haben. Und wir schließen auch diese Naht genau gleich wie die andere. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Die Schulternähte habe ich beide geschlossen und jetzt schließen wir die Seitennähte und ich habe die mit Klammern ein bisschen fixiert. Wir müssen hier schauen, dass die Reihen ganz genau aufeinander stimmen und ich beginne hier unten am unteren Rand, schlinge wieder neu an und zwar möglichst ganz am Rand, so weit wie möglich am Rand, hole den Faden durch, verknote ihn, steche noch einmal durch die beiden Lücken durch, hole den Faden durch, häkle zunächst eine feste Masche. Die beiden Fäden könnt ihr auch gleich mit einhäkeln oder später vernähen, wie ihr wollt. Und dann noch einmal durch dieselben Lücken durch eine feste Masche. Und jetzt würde ich immer, wo die Stäbchen sind, 2 feste Maschen hineinmachen und macht auch hier die Maschen nicht zu fest. Und dann müsst ihr schauen, dass es eine flache Naht wird, also nicht zu viele machen, aber auch nicht zu wenige. Und schaut, dass die Reihen ganz genau übereinander stimmen. Vorne und hinten, das ist ganz wichtig. Und so mache ich die ganze Naht zu und auf der anderen Seite mache ich es genau gleich. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe schon einmal einen Armausschnitt vorbereitet, um zu schauen, wie wir es am besten machen können. Ich befinde mich auf der schönen Seite, den zweiten machen wir natürlich gemeinsam und dazu beginne ich unter dem Arm, hier wo die Naht ist, da beginne ich. Ich steche neben der Naht in diese Masche ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, den Faden häkle ich gleich mit ein und ich häkle in dieselbe Masche eine feste Masche, häkle dann lauter feste Maschen. Hier ist es noch einfach, auf jede Masche, die kommt, eine feste Masche drauf häkeln, bis wir zur Ecke kommen. Und dann den Arm hinauf und hier würde ich es so machen, immer um das Stäbchen herum 2 feste Maschen,
und eine feste Masche hier, wo diese Reihe ist mit den festen Maschen. Hier nur eine um das Stäbchen herum, immer 2, hier nur eine, damit das Armloch ein bisschen eingehalten wird. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr vorne und hinten ungefähr gleich viele Maschen habt. Auf eine mehr oder weniger kommt es nicht an, aber es sollten schon vorne und hinten, also beim Vorderteil und beim Rückenteil, ungefähr gleich viele Maschen sein. Und ich häkle mal bis zur Schulternaht hinauf und da sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe ganz bis zur Schulternaht hingehäkelt. Hier ist ja noch eine Reihe mit festen Maschen. Bis hierher habe ich 46 feste Maschen. Das kann bei euch aber auch anders sein. Und auf der anderen Seite beginne ich ebenfalls direkt nach der Naht und dann immer 2 feste Maschen um jedes Stäbchen herum und immer eine, wo die Reihe mit den festen Maschen ist. Und die Gesamtanzahl wird dann bei mir 92 und wir sehen uns am runden Ende wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder unter dem Arm angekommen, da wo wir begonnen haben, und habe geschaut, dass ich vorne und hinten gleich viele feste Maschen habe. Bei mir sind es insgesamt 92. Die Zahl kann bei euch anders sein, aber notiert euch eure Zahl, damit das zweite Armloch gleich wird wie das erste. Und ich schließe hier in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde mit einer Kettmasche, starte wieder mit einer Luftmasche und häkle auf jede feste Masche, die kommt, eine feste Masche drauf und die Maschenzahl bleibt unverändert, jetzt immer bei mir bei 92 und bei euch bei eurer Zahl, und ich mache insgesamt 7 Runden feste Maschen und wie gesagt, notiert euch die Maschenzahl für das zweite Armloch, damit das genau gleich wird. Und wenn ihr diese 7 Reihen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 7 Reihen feste Maschen gehäkelt. Schließe auch diese letzte Reihe noch mit einer Kettmasche zur Runde. Häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die restliche Umrandung für die Weste machen. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir machen jetzt die Abschlussblenden für die Weste und dazu beginne ich, also ich bin auf der schönen Seite und beginne hier unten. An der Ecke schlinge ich neu an, möglichst weit am Rand. Schlinge ich neu an, verknote den Faden und hier mache ich halbe Stäbchen, damit das Ganze ein bisschen robuster wird. Ich hole den Faden durch, häkle zunächst eine Luftmasche, den Faden häkle ich gleich mit ein, hole einen Umschlag und häkle ein halbes Stäbchen,
möglichst weit am Rand. Dann häkle ich je 2 halbe Stäbchen um die Randstäbchen herum, also da, wo die Stäbchenreihen sind, immer 2 halbe Stäbchen und da, wo die Wellenreihe ist, nur 1 halbes Stäbchen. Dann wieder 2 um das Stäbchen herum und wo die Wellenreihe ist, nur 1. Und das mache ich, bis wir zur Ausschnittschräge kommen und da sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück, ich bin bei der Schräge angekommen. Das seht ihr hier, hier ist die letzte Wellenreihe und hier beginnt der schräge Teil. Und da mache ich es genau gleich. Ich häkle um die Stäbchen herum 2 halbe Stäbchen und da, wo die Reihe mit den festen Maschen ist, häkle ich 1 halbes Stäbchen, dann wieder 2 halbe Stäbchen um die Stäbchen herum und 1 halbes Stäbchen da, wo die Reihe mit den festen Maschen ist. Das mache ich bis zum Kragen hinauf und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin bei der Schulternaht angekommen, habe auch hier in diese Reihe feste Maschen, die vor der Schulternaht kommt, noch 1 halbes Stäbchen gemacht. Auch nach der Schulternaht hier ist wieder so eine Reihe, auch da häkle ich noch 1 halbes Stäbchen hinein und dann in jede Masche des Rückenteils 1 halbes Stäbchen, dann auf der anderen Seite wieder hinunter, genau gleich wie auf dieser Seite, auch gleich viele Maschen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen beim anderen Vorderteil und auch hier häkle ich noch 1 halbes Stäbchen ganz an den Rand. Und ich wende die Arbeit beginne wieder mit einer Luftmasche, häkle einen Umschlag und gleich in die allererste Masche das erste halbe Stäbchen und häkle die ganze Reihe wieder zurück auf jedes halbe Stäbchen der Vorreihe, kommt wieder 1 drauf und auf der anderen Seite sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und hier ist es ganz wichtig, dass ihr auch wirklich bis ganz an den Rand häkelt. Das letzte halbe Stäbchen, wenn ihr da das ein bisschen kippt, dann seht ihr, wo man einstechen muss. Wichtig ist, dass die Anzahl immer unverändert bleibt, also gleich viele Maschen wie in der ersten Reihe und ich wende die Arbeit wieder und mache eine weitere Reihe genau gleich wie die vorherige und in der 4. Reihe teilen wir dann die Knopflöcher ein. Im Moment befinden wir uns in der 3. Reihe und die funktioniert genau gleich wie die 2. Reihe und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe die 3. Reihe
zu Ende gehäkelt und die Einteilung der Knopflöcher schon einmal vorbereitet. Und ich zeige euch natürlich, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Maschenmarkierer genommen. Den ersten habe ich hier oben, wo das letzte Wellenmuster praktisch ist, wo die Schräge beginnt, habe ich hier den ersten Maschenmarkierer gesetzt. Und zwar kommen die Knopflöcher auf das im Tragen linke Vorderteil bei den Herren. Dann habe ich hier im Abstand von ca. 8 cm weitere Knopflöcher eingeplant. Allerdings habe ich auch die Maschen gezählt. Ich habe immer 10 Maschen dazwischen freigelassen und dann wieder einen Markierer gesetzt und das Ganze 5-mal. Die Zahlen könnten bei euch natürlich auch etwas anders sein. Und jetzt wenden wir unsere Arbeit häkeln jetzt halbe Stäbchen bis zur ersten Markierung und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich bin beim ersten Knopfloch von unten angekommen. Den Maschenmarkierer würde ich noch drin lassen. Ich mache jedenfalls eine Luftmasche, lasse die Masche mit dem Markierer aus und häkle auf der anderen Seite vom Markierer meine 10 halben Stäbchen, die ich zwischen den Markierungen freigelassen habe. Ich zeige es euch gleich noch einmal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, eine Luftmasche, die Masche mit dem Markierer auslassen und weiter häkeln in halben Stäbchen und ansonsten geht die Reihe genau gleich wie die bisherigen auch. Wir teilen alle Knopflöcher ein und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe die 4. Reihe halbe Stäbchen beendet und jetzt häkle ich wieder zurück bis zu den Knopflöchern und da wir halbe Stäbchen gewählt haben, gibt es hier etwas zu beachten. Das zeige ich euch, wenn wir beim ersten Knopfloch angekommen sind und da sehen wir uns gleich wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe bis zum ersten Knopfloch gehäkelt und damit die Maschenzahl unverändert bleibt, müssen wir 2 halbe Stäbchen in die Lücke häkeln. Eigentlich würde hier noch ein halbes Stäbchen hineingehören, das sieht aber nicht schön aus, deshalb machen wir 2 in die Lücke und häkeln dann bis zum nächsten Knopfloch. Und wenn ihr es nachzählen wollt, dann stimmt die Maschenzahl wieder. Ich zeige es euch gleich noch ein zweites Mal. Bis zum Maschenmarkierer wieder häkeln. Dann 2 halbe Stäbchen in die Lücke und beim nächsten freien Maschenkopf wieder weiter häkeln.
Und so mache ich das mit allen Knopflöchern. Dann häkle ich noch 2 Reihen halbe Stäbchen drüber, so wie wir es schon kennen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns nochmals wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 7 Reihen halbe Stäbchen gemacht, befinde mich auf der schönen Seite und jetzt häkle ich am unteren Rand der Weste noch eine Reihe feste Maschen. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle feste Maschen. Zunächst über den Rand hier drüber. Da müsst ihr schauen, dass das Ganze möglichst flach wird. Also nicht zu viele machen, aber auch nicht zu wenige. Wenn ihr zu viele macht, wird es wellig. Wenn ihr zu wenige macht, zieht es sich zusammen. Schauen, dass jede Masche ungefähr gleich viel Platz hat. Und wir sind gleich über den Rand drüber. Hier könnt ihr wieder den Faden mit einhäkeln und hier würde ich in jede Masche, die sich hier anbietet, eine feste Masche häkeln. Und das machen wir, bis wir auf der anderen Ecke wieder ankommen und da sehen wir uns nochmals wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin an der anderen Ecke angekommen, habe lauter feste Maschen gemacht und ich würde hier am Ende noch eine Kettmasche machen als Verbindung zum Vorderteil, sozusagen zum vorderen Rand. Dann noch eine Luftmasche, den Faden abschneiden, durchziehen und festziehen. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt müsst ihr nur noch die Knöpfe annähen, da wo die Knopflöcher sind, und ich mache es meistens so, dass ich das zumindest anfeuchte oder in die Waschmaschine gebe und dann schön in Form ziehe und schön flach, dass die Kanten schön flach sind, und dann ist unsere wunderschöne Herrenweste fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Freude mit dieser coolen Herrenweste und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.